Heute möchte ich dir wieder eine Übung vorstellen, die wichtig ist für dein Höhentraining. Eventuell kennst du es, wenn du nach oben spielst, kommt irgendwann der Punkt, wo eben viel Druck vom Mundstück auf die Lippen ausgeübt wird. Und das versuche ich mit dieser Übung zu vermeiden. Ganz egal, welche Lage du jetzt trainieren möchtest. Wir nehmen mal als Beispiel das Schleudern der Töne bzw. Naturtonbindungen nach oben, und zwar immer in die Oktave. Wieso die Oktave? Die hat man sehr, sehr gut im Ohr und man hat auch ein Ziel im Ohr, auf das man eben hinspielen möchte. Damit wir jetzt aber nicht mit dem Mundstück, mit der Trompete gegen unsere Lippen drücken, denken wir genau in die andere Richtung, nämlich die Trompete weg von uns, nach vorne das Instrument. Es geht jetzt nicht darum, dass du weit die Trompete nach vorne bringst, natürlich, da ist kein Kontakt mehr da, ein bisschen übertrieben dargestellt, aber letztendlich geht es genau darum, es ist vielleicht sogar weniger als ein Millimeter, was man hier arbeitet, was man hier die Trompete nach vorne nimmt. Aber man merkt schon, oha, okay, die Lippen müssen viel mehr arbeiten, viel mehr sich anspannen, um die Frequenz auf die Trompete übertragen zu können. Und dann ist es immer wichtig, dass wir eben die Oktave gut im Ohr haben und diese Töne dann nach oben schleudern. Du wirst merken, die Töne rasten auch nicht ein, sondern man hat eigentlich fast schon ein durchgängiges Glissando. Und dann weißt du immer, okay, das ist der richtige Weg. Du wirst spüren, dass im Körper viel arbeitet, dass der Ansatz viel arbeitet, die Zunge mitmacht. Es ist nicht der Druck, den wir auf unsere Lippen ausüben, sondern eben die Technik, die dahinter steht. Los geht's. Wir schleudern von C2 auf C3 und gehen dann 3-4 Töne nach oben und wieder zurück. Jawohl. Und man merkt dann auch, okay, es ist hier anspannend. Man macht wirklich viel. Aber es ist nicht der Druck vom Mundstück gegen die Lippen. Wunderbar. Das heißt, wir erfahren hier, dass diese Töne auch mit wesentlich weniger Arbeit zu erreichen sind, als eben mit dieser Kraftanstrengung. Und du merkst auch, okay, wenn ich jetzt wieder aufs normale Trompetenspiel gehe, also normaler Ansatz, nicht die Trompete wegdenken von den Lippen, dann merkt man auf einmal, okay, ich erreiche Ton XY, habe aber jetzt auch einen vollen Sound. Also auch der Klang wird eben besser. Das heißt, wir gehen technisch an die Sache ran und nicht mit diesem Und das ist ganz wichtig. Jetzt ist es natürlich auch noch so, dass wenn du andere Übungen spielst, wie zum Beispiel dieses klassische Stamp-Höhentraining, da, 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 schnell vorgesungen, dann ist es eben auch möglich, dass du denkst, okay, sobald die Spitzentöne in der Mitte immer höher werden, die Trompete wegdenken. Die Lippen machen das schon. Ne? Wir brauchen nicht dieses Sicherheitsdenken, dass wir dagegen drücken. Der Ansatz kann das. Und wenn er es nicht kann, dann lernt er es. Das ist ganz, ganz wichtig, dass wir uns eben nicht platt machen, tot machen. Sonst bist du zum Beispiel beim Auftritt, spielst am Anfang in der ersten halben Stunde irgendwelche Spitzentöne und dann ist der Ansatz weg. Und dann ist es erledigt für den Tag. Also immer da mit weniger Belastung für den Ansatz rangehen, die technische Seite und vor allem dann auch denken an die Entlastung. Und dann wirst du merken, du kannst während einem Auftritt, während einem Konzert auch Ton XY erreichen und spielen, aber es geht danach noch weiter und du bist nicht platt, K.O. und es geht nichts mehr. Denk mal drüber nach und bau die Übung in dein Höhentraining mit ein und schreib in die Kommentare, wie es bei dir funktioniert oder welche Erfahrungen du gemacht hast. Ansonsten lass gerne am Ende von diesem Video ein Like und Abo da. Wir sehen uns nächste Woche zu einem neuen Video rund ums Trompete spielen. Bis dahin, ciao! Euer Nico.